wirklich ein ganz besonderer Tag, denn heute ist meine erste Brand Cooperation. Und zwar hat mir KF Konzept die 90 cm Softbox mit dem schnellen Spannverschluss sowie den Lichtständer mit den umklappbaren Beinen zugeschickt, damit wir es gemeinsam testen können. Und ich könnte mich nicht mehr darüber freuen. Wichtig ist es mir, transparent zu bleiben. Mir wurden die Produkte kostenfrei zugestellt, aber ich wurde nicht bezahlt und ihr bekommt natürlich meine ehrliche Meinung. Die Links zu den Produkten findet ihr unten in der Infobox und KF Konzept war so nett, die haben sogar noch einen Rabattcode für ihre Webseite von 5% on top gelegt. Den könnt ihr auch in der Infobox finden. Ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, nur mit dieser einen Softbox zu arbeiten, damit ihr sehen könnt, wie viel man mit nur einem Licht erreichen kann. Diese Softbox hat 2 Diffusionsschichten, die für ein unglaublich weiches Licht sorgen. Und dank des Schnellöffnungssystems ist sie blitzschnell aufgebaut. Um euch schon einen Eindruck zu geben, wie gut dieses Licht tatsächlich ist, blende ich euch hier ein paar Out-of-Cam-Bilder ein. Da könnt ihr sehen, dass auch ohne Bearbeitung die Ergebnisse wirklich gut sind. Im heutigen Video testen wir 3 verschiedene Setups, die alle 3 recht simpel, aber äußerst wirkungsvoll sind. Und nun, los geht's! Fangen wir mit dem Lichtstativ an. Dieses ist sehr kompakt, durch die umklappbaren Beine super platzsparend und ideal für unterwegs. Es ist bestens geeignet für kleine Locations oder Wohnzimmerstudios wie meins, also überall da, wo wenig Platz zur Verfügung steht. Allerdings sollte man beachten, dass dieses Stativ nur für leichte oder mittelschwere Blitze geeignet ist, mit einer Traglast von bis zu 4 Kilo. Für schwerere Geräte braucht ihr ein stabileres, aber dafür auch weniger mobiles und sperriges Stativ. Und jetzt kommen wir zur Softbox. Mit den 90 cm Durchmessern hat sie die perfekte Allround-Größe, also ideal für Porträts. Das Schnellöffnungssystem macht den Aufbau kinderleicht. Und die 2 Diffusionsschichten, die sorgen wirklich für super schmeichelhaftes Licht. Was mir auch besonders gut gefallen hat, ist, dass diese Softbox einen Bow-ins-Mount hat. Das heißt, die geht mit eigentlich allen gängigen Blitztypen. Und das macht sie zu einem super vielseitigen Werkzeug. Und nun geht's los zum Praxistest. Für das erste Setup habe ich die Softbox in der Rembrandt-Position aufgestellt. Dadurch fällt das Licht von leicht seitlich und von oben auf das Modell, was einen wunderschönen Licht- und Schattenverlauf erzeugt. Ganz charakteristisch ist das Dreieck unter dem Auge. Ich blende euch hier ein Bild ein, damit ihr es seht. Dann wisst ihr auch, ob ihr die Rembrandt-Position erreicht habt oder nicht. Um die Schattenseite noch etwas mehr zu betonen, habe ich einen Abschatter verwendet. Dadurch bekommt das Porträt mehr Tiefe und Ausdruck. Ich zeige euch hier mal ein Bild mit und ohne Abschatter, damit ihr selber sehen könnt, wie der Effekt aussieht. I just don't know. You how you felt. Whoa. And now I'm feeling for the first time how it feels to be. Und schon kommt der erste Bonustipp. Wenn ihr statt des Abschatters einen Reflektor verwendet, dann werden die Schatten noch weiter aufgehellt und ihr bekommt ein flächigeres Ergebnis. Das ist
ist besonders gut geeignet, wenn ihr sehr schmale Gesichter habt, weil die dadurch etwas breiter wirken. Habt ihr ein breites Gesicht, dann ist es immer besser, wenn ihr mehr Schatten reinbringt, weil durch die Schatten das Gesicht optisch etwas geschmälert wird. Beim zweiten Setup habe ich die Softbox genau in der gleichen Position gelassen. Ich habe nur das Grid hinzugefügt. Durch das Wadengitter wird das Licht gebündelter, kompakter und es gibt weniger Streulicht. Das heißt, die Schatten werden noch mehr definiert, was einen dramatischen Ausdruck gibt. Ich finde, dass das Setup auch super gut für Männerporträts geeignet ist. Und schon kommt der zweite Bonustipp. Wenn ihr ein solches Setup habt, dann ist es wichtig, dass ihr dem Modell sagt, dass es sein Gesicht zum Licht hinwenden soll und nicht vom Licht weg, weil sonst habt ihr sehr viel Schatten, dadurch, dass das Licht halt nicht streut. Für das dritte Setup habe ich den Grid wieder entfernt. Ich habe die Softbox in der 10 Uhr Position leicht schräg hinter dem Modell positioniert. Das führt dazu, dass die hintere Gesichtshälfte angeleuchtet wird, während die vordere Gesichtshälfte im Schatten bleibt. Durch dieses Setup entsteht ein sehr dramatisches Ergebnis, was aber die Konturen besonders schön schmeichelt und für sehr stimmungsvolle Aufnahmen sorgt. Hands in the fire, face in the dust. The light up ahead feels harder to trust. Waiting for the end. Into the midnight, under the starlight, and through the valley here unknown. Into the firefight, above a great height, unto the very hills below. Godspeed until the dawn. Auch hier kommt natürlich mein Bonustipp. Fotografiert gezielt in die Schattenseite. Wenn es euch aber zu dramatisch ist vom Ergebnis, dann könnt ihr natürlich auch die Schattenseite mit einem Reflektor leicht auffällen, so dass die Informationen darin erhalten bleiben. Was soll ich sagen? Ich bin wirklich begeistert von den Produkten. Ich glaube, ich habe meine neue Lieblings-Softbox jetzt gefunden. Der schnelle Aufbau, die gute Verarbeitung und auch diese vielseitige Einsetzbarkeit haben mich persönlich überzeugt und diese Produkte zu einem Highlight gemacht und alles zu einem fairen Preis. Zum Schluss will ich euch noch einen kleinen Hinweis geben. Die Produkte kommen aus Asien, dass ihr nur die verlängerte Lieferzeit mit einkalkuliert, wenn ihr euer nächstes Shooting plant. Und ich sage jetzt, wir sehen uns nächste Woche. Denkt dran, Rabattcode und die Links findet ihr in der Infobox. Ciao!